Hey Leute, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von MTB News. Ich habe heute was ziemlich Cooles und brandneues für euch, nämlich das neue Propane Spindrift. Ihr seht das Bike hier hinter mir stehen. Der Carbonrahmen ist optisch so ein bisschen schnittiger geworden, sieht meiner Meinung nach ziemlich cool und ballerig aus. Aber nicht nur optisch, sondern auch unter der Motorhaube hat sich hier einiges getan. Doch was für ein Bike ist das Propane Spindrift überhaupt? Wir haben hier einen Freeride, Parkbike bis hin zum Super Enduro mit 180 mm Federweg vorne, 180 mm Federweg hinten und man kann wahlweise 29 Zoll oder Mallet-Laufräder fahren. Dafür gibt es einfach einen Flipchip am Hinterbau, den stellt man um, dann kann man das kleinere oder das größere Hinterrad einbauen. Außerdem gibt es das Spindrift nach wie vor in einer Carbon- und in Aluminium-Variante. Die Aluminium-Variante ist allerdings, anders als das Carbon-Bike, was komplett neu konstruiert wurde, gleich geblieben. Da haben sich Komponenten geändert und die Farben und ein bisschen die Ausrichtung. Das Carbon-Bike wurde komplett neu konstruiert. Dementsprechend gibt es auch ein paar Unterschiede zwischen den beiden Bikes, gerade in der Ausrichtung. Während das Carbon-Spindrift eher so in Richtung Super Enduro geht, hat man das Alu-Spindrift eher als Parkbike und Freeride-Bike aufgestellt. Dementsprechend gibt es hier jetzt auch eine Variante mit 200 mm Doppelbrückenfedergabel und 7-fach Antrieb, also was, wenn man wirklich nur in Bikepack will. Da wir hier aber das Carbon-Bike haben und das auch getestet haben, konzentrieren wir uns jetzt vorrangig auf das. Wie gesagt, das ist eine komplette Neuentwicklung. Insgesamt wurde an der Geometrie ein bisschen gefeilt, es ist länger geworden, 10 mm im Reach. Das heißt, in Rahmengröße L haben wir jetzt 485 mm. Außerdem gibt es einen 63,5 Grad Lenkwinkel, der ziemlich flach ist, und einen mit 78 Grad relativ steilen Sitzwinkel. Die Kettenstreben sind Propane-typisch relativ lang, 445 mm. Die Ausrichtung ist also klar, das Bike soll bergab richtig gut fahren, aber mit einem steilen Sitzwinkel auch noch berghoch gehen. Natürlich ist Propane dem bekannten Pro-10-Hinterbaum mit dem schwimmend gelagerten Dämpfer treu geblieben. Der Dämpfer steht jetzt allerdings ein bisschen schräger im Rahmen, wodurch man eine höhere Sattelstützen-Einstecktiefe erreicht haben will. Besonders gefreut hat mich, dass Propane bei der Zugführung sozusagen einen Schritt zurückgegangen ist. Beim Propane Tyee wurden die Züge komplett durch den Steuersatz geführt. Das muss man jetzt nicht mehr machen. Es gibt die Option, die klassische interne Zugführung zu nutzen, oder man kann sie durch einen Steuersatz oder sogar durch einen Sixpack-Vorbau direkt in den Rahmen legen. Also da hat man jetzt die Qual der Wahl und ich finde es ziemlich cool, dass man sie auch wieder auf die herkömmliche Variante verlegen kann. Was auch sehr cool ist, dass die Züge an den Eingängen in den Rahmen wirklich richtig gut geklemmt sind. Die Züge sind komplett intern geführt. Das ist richtig gut gemacht. Hier klappert wirklich gar nichts und gefällt mir echt gut. Ebenfalls neu ist der Kofferraum im Unterrohr. Hier hat man jetzt über eine kleine Klappe Zugriff und halt ein Staufach im Unterrohr, wo 2 Taschen drin sind, wo man einen Ersatzschlauch und Werkzeug oder Ähnliches reinpacken kann. Nicht ganz überzeugt hat uns hier der Kofferraumdeckel. Gerade wenn man eine vollbeladene Flasche hat, dann klappert der auf der Fahrt so ein bisschen, was halt gut hörbar ist und echt nervig ist bei einem ansonsten echt leisen Bike. Das ist ein bisschen schade. Wir haben die top ausgestattete Factory CF-Variante vom neuen Propane Spindrift für euch getestet. Mit einem Carbonrahmen, einem Fox Factory Fahrwerk, einem SRAM XX Transmission Antrieb, Magura MT7 Bremsen, Crank Brothers Carbonlaufrädern und lauter High-End Parts. In dieser Variante kostet das Propane Spindrift 8.769 € und bringt 16,2 Kilo auf die Waage. Neben den vorgefertigten Ausstattungsvarianten bietet Propane wie immer auch die Möglichkeit, das Bike über einen Konfigurator selbst individuell zusammenzustellen, was ziemlich cool ist. Preislich geht es für die Carbon-Variante mit 3.666 € los, das Alu-Bike gibt es schon ab 2.999 €. Doch kommen wir zum wirklich spannenden Teil. Wie fährt sich das Propane Spindrift auf dem Trail? Propane vermarktet das Bike, obwohl es ein 180 mm Freeride-Bike ist, selbstbewusst als wirklich pedalierbares Super Enduro und das kann ich guten Gewissens unterschreiben. Also das Bike fährt sich für einen 180 mm Bike echt gut berghoch, da muss man nicht wirklich gegenüber normalen Enduro-Bikes mit weniger Federweg zurückstecken. Klar, der Hinterbau wippt so ein bisschen, ist nicht super antriebsneutral, aber man hat hier nicht wirklich das Gefühl, dass da viel Energie verpufft. Man kommt echt gut voran, ist auch nicht das leichteste Bike, aber
sind halt nur 2 cm weniger Federweg als bei einem Downhill-Bike und dafür geht es wirklich gut hoch. Die Sitzposition mit dem steilen Sitzwinkel passt auch echt ziemlich gut und da muss man sich nicht viele Gedanken machen. Da kann man auch lange Tage im Sattel problemlos absolvieren. Wenn man es gerne super ruhig im Hinterbau hat, ist es ein bisschen ein Act, unten zum Climb-Switch-Hebel zu greifen, weil der halt einfach wie bei anderen Propane-Bikes auch ziemlich tief im Rahmen sitzt. Für einen 180 mm Bike kann man sich hier aber wirklich gar nicht beschweren. Natürlich ist aber der Downhill vorrangig die Paradedisziplin vom neuen Propane Spindrift, egal ob in Carbon oder in Alu. Und das macht es einfach, wie zu erwarten ist, ziemlich gut. Das Bike liegt einfach ziemlich ausbalanciert auf dem Trail. Diese Kombination mit ein bisschen längerem Reach und den echt langen Kettenstreben sorgt einfach für ein sehr ausbalanciertes, gutmütiges Fahrverhalten. Man kann hier direkt richtig losballern. Der Hinterbau gibt richtig viel Traktion, saugt sich echt gut am Boden fest, sodass man auch eigentlich in Highspeed-Passagen und auf ruppigen Trails bestens aufgehoben ist. Hier hat man wirklich Laufruhe bis zum Abwinken. Allerdings geht das Spindrift auch noch wirklich gut in die Luft. Also es ist hier nicht ein reines Downhill-Bike, was nur am Boden klebt, sondern der Hinterbau hat auch den entsprechenden Gegenhalt und sackt genau wie zum Beispiel beim Tai oder beim Eugene auch beim Fahrerinput nicht weg. So kann man gut noch über Wellen pushen und so weiter. Das macht schon einfach richtig viel Spaß. Auch in Kurven geht das Propane richtig gut. Die bereits erwähnte hohe Balance macht sich hier auch bemerkbar. Man kann wirklich ziemlich krass in irgendwelche offenen Laumkurven reinhalten und das Bike findet seine Traktion, ohne dass man irgendwie viel selber machen muss. Wenn es ein bisschen enger wird und man vielleicht mal in hakeligen Trails, in hakeligen Situationen die Geschwindigkeit so ein bisschen verliert, dann merkt man dann doch schon, dass man recht viel Fahrrad unter sich hat und dann ist es erstmal ein bisschen behäbiger, bis man wieder auf Geschwindigkeit ist. Aber auch hier gilt nach wie vor, für einen 180 mm Bike macht das Spindrift auch da noch eine echt gute Figur. Also wenn ihr gerne in den Alpen seid, viel im Bikepark seid und ein Bike sucht, was da richtig gut ist, aber auch gleichzeitig ein Bike haben wollt, was ihr auf euren Home Trails noch echt gut pedalieren könnt, dann seid ihr mit dem Propane Spindrift wirklich bestens bedient. Hier habt ihr echt ein richtig potentes 180 mm Bike, was noch gut die Berge hochgeht. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen und Anmerkungen zum Propane Spindrift habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Ansonsten verlinken wir auch unseren ausführlichen Test mit noch mehr Infos und Insights zum neuen Propane Spindrift in den Shownotes. Hey, mein Chef Thomas sagt, dass ihr auf den Sound von der Narbe steht, deswegen muss ich hier nochmal die Industry 9 Hydra Narbe betätigen.